Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Freunde, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich muss mich an der Stelle wirklich entschuldigen. Ja, man muss dann auch seine Fehler eingestehen, die man so verdüst hat irgendwie. Ich wollte ja eigentlich gestern im Stream den Sandsturm pushen auf meinem Main. Und habe mir so gedacht, okay, nice, fettes Comeback. Wir werden da richtig rein eskalieren. Wir werden da richtig Gas geben und gucken, wie weit wir da kommen werden. Ja. Und war voller Tatendrang, wieder back on track zu sein und hier gleich voll Gas zu geben. Allerdings war ich wirklich so verpeilt und habe es absolut nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir ja im Moment gar kein Hexen-Event haben. Und das ist natürlich ein sehr, 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 sehr essentieller Faktor, der erfüllt sein muss, wenn wir das machen wollen. Weil, ja, ich hatte gestern schon überlegt, soll ich trotzdem reinpushen, soll ich trotzdem das jetzt machen. Aber das wären wirklich extrem viele Stat-Punkte gewesen, die wir jetzt halt eben uns durch die Lappen gehen lassen. Denn wir bekommen halt eben sehr viele Items, die ja 5 oder 10 Millionen an Gold haben. Und sich das ohne Hexen-Event, ja, unter den Nagel zu reißen, dann lässt du dir halt potenziell einfach extrem viel Gold liegen. Dann bleibt extrem viel Gold auf der Strecke so. Und da habe ich absolut nicht dran gedacht, dass das halt der Fall ist. Und gerade bei dem Potenzial, was wir mit unserem Account hier haben, auf der Stufe mit den Stat-Punkten, kommen wir wahrscheinlich in dem Sandsturm extrem, extrem weit. Und demzufolge ist es halt so, als ob man aus der Dungeon-Pause jetzt momentan gerade rauskommen würde, ja, und wie im Wirbelwind sich dann komplett durchpilzt, weil man so viel Etagen offen hat, weil das Potenzial so krass da ist, so viele Etagen zu machen, kriegt man natürlich auch extrem viel XP, aber halt auch extrem viele Items. Und ja, das wäre schon fatal gewesen, wenn es sich jetzt so um 10, 20 Items oder so gehandelt hätte ich gesagt, okay, komm, scheiß drauf, dann lassen wir das auf der Strecke liegen, das haben wir ja schon ein, zwei Mal gemacht, so, ne, aber hier reden wir halt wirklich von potenziell über, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, ja, so 400 bis 500 Etagen, die wir legen, und diese Itemanzahl, alles Top-Items mit 5 bis 10 Millionen an Wert, sich das so entgehen zu lassen, das tut halt extrem doll weh. Ja? Deswegen tut es mir leid an der Stelle, dass ich das jetzt so erstmal verschieben muss, aber das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht entgehen lassen. Ja, das nicht mitzunehmen, sag ich mal. Ne? Und deswegen habe ich mich dann entschieden, beim nächsten Hexen-Event dann reinzugehen. Wir werden da das definitiv live streamen. Definitiv werden wir da online sein und das dann halt zusammen streamen. Und wir werden da auch einiges an Pilze reinfeuern. Da habe ich definitiv Bock drauf. Auch so mit Ruhenwechsel und so, ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Gegner nicht mehr großartig weiterkommen sollte, dann werden wir da die Ruhen austauschen und dann halt eben damit versuchen weiter zu pushen, so, ne? Das habe ich mir definitiv auf die Fahne geschrieben. Also ja, nur ist leider jetzt der Fall, dass wir im Moment leider kein Hexen-Event in Aussicht haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, sag ich mal so, weil wir uns jetzt halt eben noch länger gedulden müssen damit. Ne? Also ich habe mir auch gestern echt in den Arsch gebissen, als ich so dran gedacht habe, stimmt, fuck, wir haben ja gar kein Hexen-Event. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Ja? Deswegen tut es mir leid auf jeden Fall an der Stelle, aber das müssen wir einfach dann zum Hexen-Event machen. Das ist zu viel des Guten. Ja, das muss ich einfach so sagen. Habe ich nicht dran gedacht, mein Fehler. It is what it is. Machen wir weiter. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. So, ne? Und deswegen, ja, beim nächsten Hex-Event, verspreche ich euch, gehen wir auf den Main rein. Genauso auf dem Battle Mage auch. Da werden wir das genauso machen. Ja, ich habe jetzt auch viel schon über das Balancing, über den Sandsturm gestern gelernt im Stream. Also es ist immer
Ja, die Gegner erhöhen sich gleichmäßig von den Stat-Punkten immer her. Es kommen dreimal die Standardklassen, so Krieger, Kundschafter, Magier. Und dann erhöhen sich die Werte dann einmal, also es geht smooth nach oben. So, man hat nicht mehr diese Power-Spike-Gegner, die einen so extrem blocken irgendwann. Aber das ist wohl ein Kundschafter-Dungeon, das heißt, die Kundschafter sind hier wohl sehr hart in dem Game. Wir haben auch gestern auf W50 schon reingepusht, weil ich habe dann so einen kleinen Kompromiss dann gemacht, weil es mir gestern erst im Stream aufgefallen ist, dass wir gar nicht Hexen-Event haben, dass wir zumindest auf W50 ein bisschen reinpushen, weil ich dort wahrscheinlich nicht so weit kommen werde. Wir sind jetzt hier auf 143 gepusht. Das Potenzial ist hier noch deutlich höher, noch weiter zu pushen auf W50, also bis 230, 40, 50 komme ich hier eigentlich noch relativ easy auf W50. Das hatten wir gestern auch schon in den SF-Tools eingelesen gehabt und ja, da habe ich halt aber hier einfach auch schon jetzt mittlerweile ein volles Inventar. Deswegen ja, werde ich hier jetzt auch nicht mehr großartig weiter pushen. Ne? Wir haben jetzt am 6. hier die Fusion, die stattfinden wird. Das heißt, Donnerstag wird W50 gemerged werden. Und deswegen war es nochmal ganz okay, sag ich mal, hier nochmal ein Level mitzunehmen oder zwei. Das haben wir auch gemacht. Jetzt komme ich hier jetzt erstmal großartig aufgrund des Inventarplatzes nicht weiter. Ist aber nochmal gut, weil durch die Kompensation, die jetzt neu ist bei der anstehenden Fusion, ist es halt, wird man belohnt, statpunkt-technisch, mehr Statpunkte zu bekommen, je höher man im Level ist. Ja? Der gute Tim hatte uns gestern auch nochmal die Liste bereitgestellt hier. Der hatte das Ganze nochmal hier aufgefasst und hatte sich das schon ausgerechnet anhand der Werte, wie nun mal die Kompensation stattfindet. Und ja, die ist von 580, also da war ich Level 580 zum Zeitpunkt der Liste, die erstellt worden ist, mit 161k Stat-Punkten. Ja, und wir würden auf der Stufe 580 16,5k Stat-Punkte Kompensation erhalten, plus 12 Level. Ja, und jetzt sind wir 586 und mit der Kompensation würden wir auf 598 jetzt landen, das heißt 2 Level vor Stufe 600, das ist für mich komplett fein, weil dann können wir die 600 auf den Krieger sogar noch mitnehmen und überschreiten nicht die 600 durch die Kompensation und können uns das halt eben, ja, dieses Achievement noch halt eben live genießen, sag ich mal, das ist sehr, sehr gut. Wir kriegen ein paar Stat-Punkte nochmal mehr, weil wir jetzt halt nicht auf 580, sondern 86 sind, was auch nochmal gut ist. Und landen halt eben knapp vor 600 dann auf dem F24-Server. Und ja, in Bezug dessen haben wir nochmal ein paar Level gemacht und bin eigentlich so mit dem Stand von W50 jetzt zufrieden, dass wir jetzt auf dem Level sind. Wären wir jetzt ein, zwei Level höher, dann wären wir vielleicht schon auf der 600 glatt gelandet. Das wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen ist das cool, dass wir die noch jetzt so manuell selbst mitnehmen können und das Pop-Up-Fenster von der 600 halt sehen auf dem Krieger. Das ist mir schon irgendwo wichtig, sag ich mal. Ne? Und danach kriegen wir ja nochmal mehr Stat-Punkte und sind dann automatisch natürlich nochmal stärker auf dem Krieger, wodurch wir dann noch leichter im Sandsturm denn hier vorankommen. Wie gesagt, jetzt komme ich momentan gerade zwischen 520, 30, 40 so. Relativ easy hin auf den Krieger, danach ist es vielleicht dann nochmal ein bisschen besser. Generell muss ich sagen, es ist cool, dass der Dungeon jetzt so gebalanced worden ist, dass man jetzt wieder den Progress spürt. Ja, vorher war es so gewesen, gerade in den Late-Game-Bereichen, wenn man ja, alle 2, 3, 4 Monate einen Dungeon-Gegner besiegt, dann ist das gut so, ne? Und man hat halt leider den Progress anhand der Dungeon-Gegner nicht mehr gemerkt, dass man stärker wird. Ja, selbst im Sandsturm war das so gewesen. Du levelst und levelst und levelst und wirst stärker und stärker und stärker und die Stat-Punkte steigen und steigen und steigen, ja, aber du merkst es nicht anhand der Dungeon-Gegner und denkst dir so, Digga, wofür mache ich das Ganze hier eigentlich so, ne? Und jetzt hat man wieder einen schönen Indikator, so wie beim Wirbelwind damals, wenn man sich leicht verbessert oder sich neu equipt, dann merkt man das direkt im Dungeon und kommt ein paar Etagen weiter. Das heißt, du wirst
direkt belohnt, spürbar dafür, dass du dich verbessert hast und das peu à peu. Und nicht mehr so, du musst 2, 3, 4 Monate warten, bis der nächste Dungeon irgendwann mal liegt. Ne? Jetzt hat man wieder kontinuierlichen Progress im Dungeon und das finde ich eigentlich sehr cool. Und deswegen freue ich mich auch, hier im Sandsturm dann demnächst auch ein paar Fortschritte sammeln zu können. Ne? Wie gesagt, leider erst zum nächsten Hexentanz-Event, weil ja, wir jetzt momentan gerade keins haben und das einfach zu viele Statpunkte wären, die auf der Strecke liegen bleiben würden. So, ne? Deswegen, sorry nochmal an der Stelle, ja, dass wir das jetzt nicht direkt gemacht haben. Ich hätte mich auch schon sehr, sehr drauf gefreut, aber ich habe einfach nicht dran gedacht, dass wir kein Hexen-Event haben. So, ne? Und das ist halt viel zu viel Progress, den wir liegen lassen würden. So. Deswegen, beim nächsten Mal machen wir das. Ja, es stehen trotzdem sehr viele coole Dinge in Zukunft an. Der nächste große Step wird jetzt halt eben die Fusion sein. Da auf W50 jetzt, da wird, denke ich mal, einiges auch an Content kommen, was wir da uns anschauen werden. Werden dann nochmal so einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich vielleicht in der Rangliste oder sowas machen hier, ne, wie es danach und davor so ausgesehen hat. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Das steht jetzt als nächstes an. Nächste Woche Donnerstag ist es dann soweit. Beziehungsweise diese Woche, wenn das Video jetzt rauskommt. Ja, also am Donnerstag, der folgende Donnerstag jetzt. Ja, und deswegen war es das erstmal soweit von mir. Ich hoffe auf das nächste Hexentanz-Event, ja, und dann geht es auf jeden Fall rein in den Sandsturm. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke für euer Verständnis, ich wünsche euch nur das Beste, einen schönen Wochenstart, haut rein und bis zum nächsten Mal.